Heute nehme ich euch mal mit zum InMotion Park im Steinberg am See, genauer gesagt zur Erlebnisholzkugel. Parken kann man direkt vorne und auf dem Weg zur Kugel kommt man an Abenteuerspielplätzen vorbei. Direkt dahinter ist auf der rechten Seite das Restaurant, in dem es auch Souvenirs zu kaufen gibt. Links gab es an dem Tag eine Bude, wo frischer Fisch gegrillt wurde, und etwas weiter hinten war auch ein Stand mit wirklich leckerem Eis. Das Essen selber war geschmacklich in Ordnung, sah gut aus und preislich war es auch okay. Auf der linken Seite ist der See, auf dem man zum Beispiel auch Wakeboarden ausprobieren kann. Um den See herum gibt es einen Radweg, aber wem der ganze Sport zu viel ist, der kann sich auch einfach hinsetzen und die Aussicht genießen. Wenn man auf die Holzkugel selbst möchte, dann muss man sich ein Ticket kaufen. Karten kosten von Montag bis Freitag 8,90 € für Erwachsene und am Wochenende 10,90 €. Die Erlebnisholzkugel ist von Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet und auch Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwegen können wirklich problemlos nach oben gelangen. Das Ganze ist 40 Meter hoch und der Pfad selbst ist etwa 700 Meter lang. Auf dem Weg nach oben gibt es mehrere von diesen kleinen Infotafeln und 2 Plattformen mit Erlebnisstationen. Wenn man möchte, kann man sich an diesen 25 Hindernissen dort versuchen, aber man kann die beiden Ebenen auch einfach auslassen. Ganz oben befindet sich eine Panorama-Plattform mit kleinen Schildchen, die einem zeigen, wohin man gerade schaut. Ich persönlich mochte die Aussicht von den Außenwegen mehr als die von der Plattform direkt, was vielleicht aber auch daran lag, dass es an dem Tag echt heiß war und die pralle Sonne nicht so ganz meins war. Nach unten kann man entweder wieder laufen oder die Rutsche hinunterrutschen. Derzeit gibt es Corona-bedingt Auflagen, an die sich die Besucher aber wirklich nur bedingt halten. Kontrolliert wurde das Ganze auch kaum und ich persönlich fand es schade, dass oben an der Rutsche selbst niemand war, um das Ganze etwas zu beaufsichtigen. Die Aussicht selbst war wirklich fantastisch und die Konstruktion ist echt interessant. Für mich persönlich war der Eintritt nur ein bisschen teuer für das, was geboten wurde.